Hallo zusammen. Heute in einem neuen Video geht es um Azure Databricks in Verbindung mit Microsoft Fabric. Wir werden ein Mirroring herstellen, um Daten von Azure Databricks in Microsoft Fabric zu bringen. Okay, welche Schritte führen wir durch? Schritt 1. Wir kümmern uns erstes um Azure Databricks. Berechtigung, Tabellen erstellen, Schema erstellen und so weiter. Schritt 2 beinhaltet dann Microsoft Fabric. Wir werden dort das Mirroring einrichten. Als Zusatz heute werden wir darauf auf die Daten ein semantisches Modell erstellen. Während Schritt 4 folgt, wo wir darauf auf das semantische Modell einen Power BI Report erstellen. Okay, lass uns starten. Dazu teile ich meinen Bildschirm. Okay, wie wir sehen wir als erstes hier erstmal einen Workspace, der Databricks Storage heißt. Okay, diesen habe ich mit einer Fabric-Kapazität ausgestattet, in diesem Falle eine Trial-Kapazität. Okay, Schritt 1 beinhaltet ja jetzt erstmal Databricks. Das heißt, wir müssen als erstes einen Databricks Service einstellen oder einen Workspace erstellen. Das machen wir natürlich in Azure und den habe ich schon erstellt und wie wir sehen, läuft er auch, ist aktiv mit einer Trial Premium Version aktuell. Die reicht für diese Demo vollkommen aus. Das heißt, das können wir hier verwenden. Okay, wenn wir das getan haben, können wir hier auf Launch Workspace gehen und bekommen dann einen neuen Tab auf, wo wir auf diese Seite entsprechend weitergeleitet werden. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Im nächsten Step wollen wir uns natürlich um die Tabellen und um die Daten kümmern. Das heißt, wir erstellen als erstes mal einen neuen Katalog. Und dazu gehen wir hier auf der linken Seite zu Katalog. Genau. Wir haben bereits einen Katalog, den lassen wir so, wie es ist. Wir wollen einen neuen erstellen. Das heißt, wir gehen hier oben auf das Plus und gehen dann auf Create a Catalog. In meinem Fall möchte ich gerne Azure Kostendaten visualisieren, beziehungsweise die Tabellen erstellen damit und nenne den Katalog Azure Cost Data. So. Der Type ist Standard, den lassen wir so. Die Storage Location wählen wir hier Databricks Demo aus. Das ist auch für uns okay. Gehen auf Create. So, weiter können wir jetzt den Katalog entsprechend konfigurieren, beziehungsweise direkt auf View Katalog gehen. Ich wähle mal Configure Katalog, um zumindest zu zeigen, was hier an Einstellungen noch machbar wäre. Also einmal der Access, also der Zugriff, anschließend noch ein paar Einstellungen für Metadata und anschließend nur noch auf Save. Okay, der Katalog ist soweit erstellt. Im nächsten Schritt brauchen wir ein Schema oder zwei Schemas. Ich arbeite hier mit entsprechend zwei Typen von Tabellen. Also die Tabellen sind gleich. Noch einmal, die einen sind Dimensionstabellen und die anderen sind Faktentabellen. Das heißt, ich baue zwei Schemas. Schema 1 nenne ich Schema. Auch hier wähle ich wieder die Source Location Databricks Demo. Okay. Jetzt brauche ich noch ein zweites Schema. Und das ist für unsere Faktentabelle. Das nenne ich einfach Fact. Schema. So. Und auch hier wähle ich einfach Databricks Demo aus und gehe auf Create. Okay, so. Jetzt geht es darum, natürlich Tabellen zu erstellen und die in die entsprechenden Schemas dann auch hinzuzufügen. So, dafür habe ich CSV-Dateien vorbereitet. Einen Moment, jetzt gucke ich kurz. Es ist da. Genau. So, und das kann man wie folgt machen. Einfach auf das entsprechende Schema, auf Create und dann Table. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze hier reinzuziehen. Also sprich eine CSV-Datei, eine TSV, ein JSON, ein Paket, je nachdem, was man hat. Und das mache ich jetzt mal einfach. Im ersten Schritt wähle ich einfach meine DIM-Date. So, hier wird das reingeladen. Das Schema wird entsprechend auch dargestellt gleich mit dem Spaltennamen. Sollte nach ein paar Sekunden auch
erledigt sein. Wie wir sehen, ist erledigt. Können wir ein bisschen scrollen, können dem Ganzen einen Namen geben. So, ich nenne das dem Date und gehe auf Create Table. Jetzt wird die Tabelle erstellt aus diesem Schema mit den entsprechenden Daten. Also ist wirklich einfach, um, ich sag mal, sich eine Demo vorzubereiten oder allgemein Daten in Databricks zu laden. Das warten wir ab. Okay, unsere Tabelle haben wir. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar mehr Tabellen laden. Das heißt, ich werde noch 3, 4 Tabellen nach dem gleichen Schema entsprechend auch erstellen. Das heißt, ich gehe wieder auf Create, gehe auf Table, suche mir meine nächste CSV-Datei aus und die heißt dim.az Tenants, also Azure Tenants. In der Vorschau ist nur ein Tenant zu sehen. Auch hier ändere ich wieder den Tabellennamen und gehe auf Create Table. Das mache ich jetzt noch für 2, 3, 4 Tabellen, damit wir nachher ein vernünftiges Modell erstellen können. Auch hier wieder auf dem Schema Create Table. Wählen als nächstes die Subscriptions. Auch hier wieder die Vorschau zu sehen. Gehe auf Create Table. Und im Hintergrund wird die Tabelle erstellt. So, jetzt holen wir uns noch die Regionen. Und zwar die dim.az Regions. Hier wieder gebe ich das weg oder mache das hier weg und würde die hinzufügen. Okay, das soll, was die Dimensionstabellen angeht, genug sein. Jetzt fügen wir noch die Faktentabelle hinzu und die kommt in das Fact-Schema. Auch hier wieder Create Table und die Faktentabelle dazu. So, auch die wird geladen. Wie wir sehen wir auch Daten, gehen auf Create Table und erstellen auch diese Tabelle. Dann haben wir zumindest unsere Tabellen schon mal erstellt und sind damit schon mal fertig. Kommen wir zu den Berechtigungen. So, wir könnten jetzt die Berechtigung komplett auf Azure Cost Data setzen, indem wir hier auf Azure Cost Data und dann Permissions gehen. Ja, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen auf das jeweilige Schema und setzen dort die Berechtigung. Das heißt, wir gehen auf dem Schema, gehen auf Permissions, gehen auf Grant, wählen hier unseren Principal aus. Ich will All Account Users. Also ich würde normalerweise meinen User hinzufügen oder eine Gruppe, die ich angelegt habe, die natürlich darauf zugreifen darf. In unserem Fall, in unserer Demo, ist das absolut so in Ordnung. Jetzt will ich hier noch ein paar Voreinstellungen für die Data Reader Rolle. Stellt er uns was ein? Und wichtig ist dieser Haken, External Use Schema. Den müssen wir anhaken. Genauso wie das hier. Das muss angehakt werden, sonst können wir nicht darauf zugreifen. Klicken auf Confirm. Schritt 1 erledigt. Jetzt kommt das Faktenschema. Gleiches Spiel. Faktschema, Permissions, Grant. Auch hier wieder All Account Users oder je nach einer Gruppe, was man möchte. Auch wieder Data Reader, External Use Schema. Okay, so, jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Jetzt müssen wir noch einen letzten Schritt setzen, um die Berechtigung vollständig abzuschließen. Das heißt, wir gehen hier oben auf dieses Zahnrad, gehen hier runter auf Metastore und setzen diesen Haken oder diesen Reiter machen wir aktiv. Das heißt, External Data Access auf Enabled. Somit sind wir, was Databricks angeht, erstmal fertig. Also sprich, wir brauchen jetzt nichts mehr machen. Gehen wir in Microsoft Fabric. So, wir sind in unserem Workspace. Im nächsten Schritt wollen wir ein New Item erstellen. So, und das Item, das wir brauchen, ist hier für ein Mirroring Mirrored Azure Databricks Catalog. Okay, so, jetzt müssen wir eine Verbindung, eine Connection wählen. So, ich habe schon eine Connection, Databricks Demo, RF, kann aber auch eine neue erstellen. Ich gehe da mal rauf, New Connection. Und um das mal zu zeigen,
Das heißt, ich gehe hier, muss hier eine URL anwählen und die URL findet ihr hier unter dem Service und hier. Da findet ihr die URL. Diese müsst ihr euch kopieren und entsprechend hier einsetzen. Anschließend könnt ihr auswählen die Authentication. Entweder ein Organisationsaccount oder ein Service Prinzip. Ich gehe wieder zurück und wähle meine vorhandene entsprechende Verbindung. Klick darauf, bin hier unten auf rechts, auf Next. Genau, auf Next. Wähle jetzt mein Catalog Azure Cost Data. Ich sehe 2, das ist ganz normal, weil ich die Berechtigung drauf habe. Klicke Azure Cost Data an und sehe, dass ich auf Azure Cost Data einmal das Default-Schema und 2 andere, also das DIM und das Fact-Schema sehe. Das ist schon mal gut. Default brauchen wir nicht, klicken wir weg, gehen hier weiter auf Next, können dem noch einen Namen geben oder halt direkt auf Create klicken. Okay, das dürfte jetzt ein paar Sekündchen dauern und dann sollten wir im Idealfall gleich weitergeleitet werden auf eine weitere Seite. Genau. So, jetzt haben wir hier 2 Tabellen oder 2 Schemas mit den entsprechenden Tabellen. Ja, jetzt können wir mal aufklappen und wir sehen unsere entsprechenden Tabellen. So, das ist wichtig. Das ist ein Shortcut. Das heißt, die Daten werden nicht repliziert. Was ist der Hintergrund oder wie funktioniert hier das Mirroring für Databricks? Und zwar only diese Azure Databricks Catalog Struktur ist mirrored. Also nicht die Daten. Das heißt, wir sehen ausschließlich die Struktur dieses Catalogs, den wir hier replizieren. Coole Sache. Das heißt, wir kopieren keine Daten, sondern wir greifen direkt auf Databricks zu und würden die Daten dort abfragen. Okay. Um das zu tun, kann man Folgendes machen. Wir gehen auf Databricks, hier oben rechts und gehen auf den Analytics Endpoint. Und jetzt wiederum können wir unser Schema sehen oder unsere Schemas. Wir können hier ganz einfach mal auf die DIM-AZ Subscription ein 3 Pünktchen gehen, New, SQL Query and Select Top 100 wählen. Und dann dürfte er die Tabelleninhalt anzeigen. Okay, das wiederum total easy. Okay, brauchen wir nicht. Das heißt, Schritt 2 ist auch abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt Azure Databricks beendet. Wir haben Schritt 2 erledigt, also Schritt 1 Databricks erledigt, Schritt 2 Microsoft Fabric erledigt. Jetzt kommt das semantische Modell, ja, das wir erstellen wollen. Und das ist auch relativ straightforward. Wir gehen einfach auf New Semantic Model hier, also in dem Analytics Endpoint. Geben den einen Namen. Ich nenne das Ganze mal Databricks und dann Model. So, kann hier den Storage Mode wählen. Den lassen wir so, wie es ist. Ist nicht Teil dieses Videos. Hol mir meine Tabellen, die ich benötige. Ich klicke alle an und gehe auf Confirm. Jetzt wird im Hintergrund ein semantisches Modell erstellt, das wir gleich bearbeiten können. Sollte also in ein paar Sekunden sollte jetzt normalerweise gleich ein neuer Tab aufgehen und wir sollten das semantische Modell sehen bzw. es bearbeiten. Das dauert ein paar Sekunden. Wie wir sehen, kommt das. Geben wir noch ein paar Sekunden. Okay, da sehen wir es. So, und jetzt ist es eigentlich auch relativ einfach, zumindest für diejenigen, die es schon ein bisschen kennen. Ich mache das mal so, dass ich meine Faktentabelle nach unten setze. Dann mache ich das zumindest immer. Und meine Tabelle etwas aufklappe. So, jetzt wollen wir die Beziehung zwischen diesen Tabellen herstellen, damit wir nachher auch filtern können. Das heißt, wir sehen in jeder Tabelle, in jeder Dimensionstabelle sehen wir ein Key, eine Keyspalte. Ja. Datentypen und Spaltentypen sind hier erstmal jetzt auch nicht entscheidend. Es geht nur darum, wie das gemacht wird. Das heißt, wir gehen hier auf den Region Key, ziehen per Drag and Drop einfach hier auf den Region Key zu meiner Faktentabelle. From to. Und das ist eine One-to-Many-Beziehung. Und die lassen wir so, setzen den Haken noch, legen auf Save und haben die erste Beziehung hergestellt. Das machen wir mit der Subscription auch. Geht auf den Subscription Key.
Auch hier eine One-to-Many. Klick auf das an. Hier weiter. Hier auf Tenant Key. Auch hier stellen wir die Beziehung ein. Nur darauf zu achten, One-to-Many. Stellen unsere entsprechenden Verbindungen her. Und auch hier der Date Key zu Date Key. Und auch hier eine One-to-Many Beziehung. Okay, im letzten Step können wir jetzt noch aus unserer Datumstabelle eine Datumstabelle machen. Das heißt, wir klicken auf die 3 Pünktchen, gehen hier auf Mark as a Date Table, setzen den Schalter auf On und suchen unser Date Column. Das ist hier das Tagesdatum. Klicken dann auf Save. So, wenn das erledigt ist, sind wir im Prinzip fertig. Das heißt, jetzt können wir unseren Power BI Report erstellen. Das heißt, Schritt 3 ist fertig. Wir könnten natürlich jetzt noch ein paar Berechnungen durchführen und diese natürlich dem Modell hinzufügen. Das machen wir jetzt nicht Teil dieses Videos, aber entsprechend wäre das hier natürlich jetzt auch im Normalfall, wenn man modelliert, würde man das natürlich tun. So, okay, wie erstellen wir jetzt einen Report? Das ist auch hier relativ einfach. Wir gehen hier zurück auf File und klicken auf Create a New Report. So, jetzt haben wir die Ansicht und können hier im ersten Schritt schon mal eine Tabelle wählen aus einem Visual hier. Also Visual Tabelle machen wir etwas größer. Und jetzt können wir in diese Tabelle natürlich ein bisschen was hinzufügen aus unseren Tabellen. Das machen wir mal klein. Als erstes wollen wir mal Subscriptions haben. Das heißt, wir klicken nicht auf Subscriptions. Das heißt, wir sehen alle Subscriptions, die wir haben. Dann wollen wir natürlich vielleicht ganz gerne die Kosten dazu haben. Die finden wir in der AZ Azure Usage, in der Faktentabelle. Und hier haben wir einmal Cost in Billing Currency, das ist der Euro-Wert. Und einmal Cost in US-Dollar ist selbstverständlich der US-Dollar. So, das heißt, wir sehen die entsprechenden Kosten der einzelnen Subscriptions. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir noch filtern können. Das heißt, dazu erstellen wir ein paar Slicer. Die nehmen wir jetzt hier gleich rein. Und der erste Slicer ist für mich ein Datumslicer. Das heißt, ich wähle hier mal was aus. Ich wähle hier einmal das Kalenderjahr und den Monatsnamen aus. Anschließend verändere ich noch hier für den Slicer in den Slicer Settings, dass es ein Dropdown ist und kann jetzt hier entsprechend das Jahr wählen. Die Reihenfolge ist hier jetzt natürlich nicht korrekt. Müsste man jetzt noch anpassen, dass wir entsprechend die Datumsfälle sortieren, so dass natürlich das entsprechend aufsteigen oder absteigen ist, wie man es haben möchte. Ja, ich wähle jetzt trotzdem einfach mal einen Monat April aus. Wir sehen, er filtert. Das passt also. Nächster Schritt. Noch ein Slicer. So. Der nächste Slicer ist der Tenant Slicer. Das heißt, ich wähle mal einen Tenant Name aus. Der kommt hier rein. Auch hier mache ich so, dass ich wieder einen Dropdown draus mache und entsprechend hier den Demo-Tenant auswählen kann. Wie gesagt, wir haben nur einen Tenant, deswegen ist das im Prinzip hier auch nur einmal auswählbar. So, der nächste Slice. So können wir uns weiter immer mehr langhangeln und entsprechend sein Power BI Report erstellen. Nächstes ist der Subscription Name. Auch hier verändere ich das wieder. Dropdown. Schauen wir, ob das funktioniert. Wir sehen, funktioniert frei. Und zu der Letzt machen wir noch einen Slicer. Das ist die Region. Hier hin. Region. Regionsname. Heißt hier nur Region. Klick auf Dropdown. Kann entsprechend auswählen, welche Region ich habe. Okay. Wie wir sehen, ist das total einfach. Von Anfang Databricks einrichten bis Ende Power BI Report erstellen. Ja, also im Prinzip total einfach. Bevor wir hier was beenden, müssen wir das Ganze natürlich noch einmal speichern als CFS. Wir geben dem einen Namen, das nennen wir Azure Cost Data Report und können das Ganze dann
speichern. So, okay. Ja, und jetzt haben wir unseren Report fertig, der natürlich nicht der hübscheste ist. Das bitte nachsehen. ähm, das ist natürlich nur ein Beispiel, zu zeigen, wie einfach das ist. Wir können natürlich alles anpassen. Wir können die Namen anpassen. Wir können die Spaltennamen anpassen. Also da gibt es tausende von Möglichkeiten. Okay, was ist noch wichtig? Also zum einen haben wir hier unter dem Azure Databricks Workspace, gehen wir nochmal in dieses entsprechende Item rein, Mirrored Azure Databricks Catalogs, und können hier sehen, dass wir hier noch auf Manage Catalog klicken können. Dementsprechend dann natürlich hier noch Tabellen hinzufügen und entsprechend auf Apply. Network Security ist hier nicht entscheidend, nicht Teil dieses Videos. Okay, dann haben wir ein Monitor Catalog. Das heißt, wir sehen, wann zuletzt die Daten aktualisiert worden sind, also der letzte Sync. Dann haben wir die Möglichkeit, hier auf diese Zahnrad zu klicken und dort noch ein bisschen was zu sehen, Endorsement oder auch den SQL Connection String oder auch das entsprechende umzubenennen. Okay, das haben wir. Dann kann ich natürlich auf die Dokumentation nochmal verweisen. Ja? In dieser Dokumentation finden wir natürlich alles rund um Databricks und das Mirroring, ja? Wie wir den Unity-Katalog dort entsprechend in Fabric bringen. Wir sehen hier auch die Limitations, ja, also es gibt auch ein FAQ dafür. Das heißt, da lohnt es sich auch mal reinzugucken. Definitiv. Okay, alles klar. So, was haben wir jetzt in diesem Video gelernt oder gemacht, besser gesagt? Wir haben Databricks eingerichtet im Schritt 1. Wir haben im Schritt 2 uns mit Microsoft Fabric beschäftigt. Das eingerichtet. Im Schritt 3 haben wir ein semantisches Modell erstellt. Wie wir dann im Schritt 4 einen Power BI Report erstellt haben. Wie wir sehen, von Anfang bis Ende nahtlos machbar. Okay, das soll es gewesen sein. Und ja, ein Hinweis habe ich noch. Die Dokumentation verlinke ich natürlich unten mit dem Video, dass ihr euch die angucken könnt. Okay, dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst gerne einen Daumen da. Und ich freue mich, wieder von euch zu hören, beziehungsweise euch als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Und bis zum nächsten Mal.